Heute spreche ich mit Katrin. Während sie in Amerika studiert, hat sie plötzlich starke Schmerzen und kann nichts mehr essen. Anfangs ordnet sie es ihrer Migräne zu. Wie kam es dann zu der Diagnose Dunbar-Syndrom? Und wieso endete ihre minimalinvasiv geplante Dunbar-OP im Bauchschnitt? All das erfährst du jetzt in der 13. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, es ist ja das Schöne, dass wir ja online aufnehmen können, und es ist irgendwie total witzig zu wissen, dass ich hier in Deutschland sitze und du sitzt in den USA. Ja, ja. Ich bin Katrin. Ich bin hier gerade Doktorandin in den USA und ich habe das natürlich überhaupt nicht, ähm, auf dem Schirm gehabt, dass ich krank werden kann, was auch echt als eine völlige Überraschung dann kam, als ich die Diagnose bekommen habe. Und deswegen habe ich meine Behandlung jetzt auch in den USA. Meine Ärztinnen und Ärzte sind Mhm. auch hier. Ähm, und ja, auf jeden Fall ein interessantes System Ja, das und zu das finde sehen, ich wie es jetzt in Amerika total funktioniert. spannend, weil ich kenne es natürlich halt hier in Deutschland und muss sagen, dass Gefäßkompressionssyndrome hier einfach so null bekannt sind, so einfach gar nicht. Es gibt so eine Handvoll Ärzte, Mhm. die das erkannt haben, die sich damit beschäftigen, aber alle anderen interessiert es irgendwie nicht. Viele sagen, das gibt's gar nicht. Also, es ist wirklich, ähm verrückt, Ja, das ja. wie wir jetzt hier wirklich kämpfen und es wirklich nur einzelnen Ärzten zu verdanken haben, dass ein paar Frauen, und auch teilweise Männer jetzt mal so eine Diagnose bekommen, aber halt jahrelang quasi auf der Suche waren, ähm, und nicht wussten, wo kommen die Beschwerden her, wo kommen die Schmerzen her. Dann wird ja vermutet Bandscheibenvorfall und keine Ahnung was alles. Man lässt ja quasi echt alles Mögliche dann abklären und bekommt immer gesagt: „Ja, aber alles ist gut." Bis man halt mal an diesen Punkt kommt, und das war in meinem Fall absoluter Zufall. Und ich habe dann gemerkt, also, ich habe mich dann halt in Facebook in so Selbsthilfegruppen angemeldet, beziehungsweise selber eine gegründet, weil es gab mit dem Thema auch gar keine. Und dann habe ich aber irgendwann auf Recherche dann gedacht, ich gucke mal in anderen Ländern und bin auf englischsprachige Selbsthilfegruppen gekommen, ähm, und habe dann gemerkt: Huch, in den USA ist das ja viel bekannter. Also, wo ich dann dachte: „Wow, Ja, krass." Da sind auch in den Selbsthilfegruppen nicht irgendwie 'n paar hundert Frauen drin, sondern halt Tausende, ganz oft auch Eltern, weil die Jugendlichen ja. irgendwie operiert werden und so. Aber gut, ich habe hier schon total vorweggegriffen. Eigentlich wollte ich dich fragen noch, wie seit Alles wann gut. bist du eigentlich in den USA? Wie kommt's grad dazu eigentlich? Ach so, ja. Ich studiere Ah. Englisch, amerikanische Literatur und habe mich, auf 'ne Doktorandenstelle hier beworben und bin dann im August 2023 hierher gekommen, habe dann ein Semester hier studiert und dann im Februar 2024 ging's los mit Bauchschmerzen, Übelkeit und ich habe dann auch relativ viel Gewicht verloren. Und das war also mein Anfang. Es war natürlich irgendwie super blöd, weil ich habe ja grade mein Studium angefangen und hier in den USA funktioniert es eben so, dass man hier noch Kurse belegt und, einfach echt viel zu tun hat. Und es war wirklich ich war super dankbar auch für die Professorinnen und Professoren, die mir dann hier den Rücken freigehalten haben. Also, im Februar hat es angefangen mit, dass ich einfach Bauchschmerzen hatte, die nicht mehr weggingen. Also, ich Bauchschmerzen hatte, wenn ich gegessen habe und, das einfach ja, ich habe noch gedacht: „Gut, vielleicht ist irgendwie 'ne normale Sache. Vielleicht habe ich irgendwas eingefangen in mir, was jetzt einfach länger dauert.“ Weil irgendwie kannte ich die Schmerzen auch so 'n bisschen schon, auch wenn man zu viel gegessen hatte oder so. So ganz unbekannt war's mir jetzt nicht.
Aber ich hab dann auch mit nichts Größerem Mhm. gerechnet, weil irgendwie denkt man ja, gut, ja, Bauchschmerzen sind ja mal irgendwie, ja, hat man mal, ne? Ähm, und da ging es eigentlich im Februar los. Und da muss ich auch dazu sagen, ich bin ja Mhm. auch hier in einigen Facebook-Gruppen unterwegs. Und ich hatte schon einen sehr schnellen Weg zur Diagnose. Ich sehe da schon auch Leute, die da mehrere Jahre dahinter sind. Und ich habe das hauptsächlich meinem Hausarzt zu verdanken, den Ja, wahrscheinlich bitte. niemand kennt, aber ich möchte ihn trotzdem gerne nennen. Dr. Leo Greenberg und seiner Frau Dr. Catherine Greenberg, die wirklich auch hinter mir standen, weil es gab dann natürlich auch so Momente, wo dann Leute gesagt haben, ja, Essstörung, psychosomatisch. Und ich glaube, mein Gastroenterologe hätte Mhm. aufgehört mit Reizdarm. Das war so was er hatte. Und dann gibt's halt, also muss noch dazu sagen, ich kannte das amerikanische Gesundheitssystem schon ein bisschen. Ich habe nämlich auch chronische Migräne und ich war hier zum Austausch Mhm. 2021 in der gleichen Stadt, gleiche Uni. Und in Deutschland bin ich nicht wirklich weit gekommen mit dieser Migräne-Geschichte, weil das war halt auch immer so, na ja, wir können hier so ein bisschen, es gibt ja dann diese Präventionsmittel, die sind alles Medikamente, die sind eigentlich für andere Dinge, wie Bluthochdruck, Beta-Blocker und dann gibt's noch Mhm. Medikamente gegen Epilepsie. Also die sind alle nicht wirklich, die haben so als positive Nebenwirkungen sollen die helfen, Migräne reduzieren, das machen die aber Mhm. sehr oft nicht besonders gut. Und bei 20 Tagen Migräne hilft natürlich ein Oh Tag, Mann. 2 Tage Ja, also weniger da nicht hast so du ja auf jeden viel. Fall, also ich habe auch Migräne. Ja, Ähm, ja, Meine Mutter, also ich kenne das von Kind an, weil meine Mutter starke Migränerin ist. Also die hat auch wirklich mehr oh Tage ja. Migräne, als keine Migräne. Und das mit 3 Kindern, war schon auch eine krasse Leistung und dann noch selbstständig tätig. Und Wow. ich weiß, dass sie wirklich verzweifelt war und sie hat einfach alles probiert. Sie hat nach jedem Strohhalm gegriffen, nach alternativen Behandlungsmethoden, und wenn sie in Afrika irgendwo im Busch dann bei so 'nem Mediziner gesessen ist, also die hat wirklich, also, auch alles ausprobiert. Ja, ich Wow. klopfe auf Holz, weil, ich tatsächlich da immer so 'n bisschen verschont geblieben bin und auch einfach weiß, wie es ist, ne, mit Erbrechen, mit Aura und, komplette Dunkelheit dann im Ja. Zimmer und, ähm ja, und ich hatte irgendwie so 2 dreimal im Jahr Migräne, und ich weiß noch, wo ich das erste Mal Migräne hatte, da habe ich irgendwie gar nicht gecheckt, dass das 'n Migräneanfall ist. Da habe ich irgendwie 3 Tage nur gebrochen Mhm. und irgendwie gar nichts machen können, nur vor mich hin vegetiert, mich gar nicht irgendwie aus meinen Klamotten ausgepackt oder so, also einfach 3 Tage in den gleichen Klamotten. Und da habe ich gedacht: „Wow, Migräne ist richtig, richtig Ja. mies." Also, hm, Ja. Und dann ist ja auch noch so eine Sache, die oft Frauen betrifft und das ist ja sowieso bekannt, dass das oft dann auf irgendwelche gynäkologischen mhm. Dinge Ja, sobald's zyklisch zugeschoben ist, wird, Periode und so weiter und generell genau. Und das war aber zu der Zeit, ich war in Behandlung, ich hatte schon 10 Jahre, also ich hatte das auch schon, seitdem ich Kind war, aber irgendwie habe ich auch gedacht, das wäre dann irgendwie normal, weil ich kann's ja nicht anders. Dachte, wenn ich einen langen Tag in der Schule habe, dann mhm, kommt es halt einfach, das so mhm. die Rechnung dafür Ach Mensch, sozusagen, ja. wenn ich zu viel mache oder ja, aber dann wird's richtig blöd, als ich so 20 war, da wurd's deutlich schlimmer und da gab's halt noch einfach keine ordentlichen Medikamente, die dafür Mhm, entwickelt wurden, weil es wurde einfach auch total vernachlässigt. Und ich will aber jetzt wie gesagt, ich will jetzt nicht zu 'ne große Geschichte drüber machen, aber ich bin dann in den USA, da kam grade 'n neues Medikament raus. Ich glaube, 2017 kam so 'n präventives Medikament raus, mhm. basierend auf Antikörpern. Ich weiß also irgendwie wenn ich's richtig verstanden habe, die fangen einfach diese, äh, Stoffe ein, die dafür entweder fangen die Stoffe ein, die dafür zuständig sind, oder sie docken an die Rezeptoren. Ich glaube, da gibt's 2 verschiedene. Also, so im Endeffekt einfach verhindern sie, dass man 'nen Migräneanfall Mhm. kriegt und diese waren auch super vielversprechend, aber mein deutscher Neurologe hat Ist es gemeint: „Ne, diese das geht nicht, viel zu teuer.“ Migränespritze? Und
Okay, die es ja Ja, mittlerweile auch genau. hier gibt, ne? Aber es Ja. ja. Ja, genau. Ja. Und, ja, er hat sich dann 'n bisschen ja, ich muss natürlich alles andere ausprobieren und man muss alles andere durchgehen, Mhm. bevor die Krankenkasse damals war ich ja noch in Deutschland, bezahlt. Und das hatte ich dann irgendwie auch durch. Ich wollte auch immer so 'n bisschen Pause dazwischen haben, weil ich fand das sehr anstrengend, Sachen auszuprobieren, die wieder mal nicht funktioniert haben Ja. und dann blöde Nebenwirkungen hatten. Und auf jeden Fall Ende des Lieds war, als ich in den USA war, habe ich die verschrieben bekommen, weil die waren auch, bestürzt, dass da niemand was gemacht hat bis jetzt. Und ich bin auch immer der Meinung, wenn 'n Arzt oder 'ne Ärztin einfach nicht mehr weiter weiß, wäre es einfach von mir aus echt schön, wenn sie sagen würden: „Hey, das übersteigt jetzt ich bin in meinem Fachgebiet so und so zuständig, aber ich kann Sie gerne zu Mhm. Kollegen XY überweisen, Ja. die sich damit besser auskennen.“ Das war nie der Fall und ich dachte halt ich habe dann auch verschiedene ausprobiert, die waren dann alle noch 'n bisschen schwieriger. Und, bis hin zu: „Ja, vielleicht haben Sie ja gar Oh, keine oh, oh. Migräne oder ziemlich sicher haben Sie keine.“ Also auf jeden Fall 'n langer Weg. Und in den USA habe ich dann, diese Migränespritze verschrieben bekommen und es war halt 'n Unterschied wie Tag und Nacht. Das hat halt Okay. geholfen und es hilft immer noch. Und von daher hatte ich schon mal 'n relativ guten Eindruck. Ich muss aber auch dazu sagen, ich Aha. wohne hier in 'ner Stadt, die 'ne Uniklinik hat, in Rochester im Staat New York, also nicht in der Stadt, sondern, im Staat. Mhm. Das ist ziemlich nah an den Ja. Niagarafällen, so ganz anderes Ende von New York. Und das sind natürlich auch Leute, die sich für schwierige Fälle Mhm. interessieren. Also, hier habe ich das Gefühl, dass Leute dass es Ärztinnen und Ärzte gibt, die sich wirklich, freuen, wenn jemand Kann man sich gar Kompliziertes nicht kommt, vorstellen, ne? so in 'ner gewissen Weise. Ich weiß. Deswegen also, ich hatte schon, definitiv Erfahrungen mit Gaslighting und, ja, vielleicht erzähle ich einfach kurz, wie's zur Diagnose Ja, kam vielleicht ganz dann, kurz, weil du wenn vorhin das noch passt. meintest, du Ja. hast irgendwie auch als Kind schon Migräne gehabt und, du hattest auch als Kind schon Bauchschmerzen? Habe ich das richtig so zwischen den Zeilen gelesen? Ja, mhm. Ja, aber ich dachte auch immer, das wäre normal. Meine von meiner Mutter die Seite haben das alle. Meine Mutter Mhm. hat da Probleme damit. Vor allem meine Oma, die hat sich sehr oft übergeben. Das weiß ich eigentlich solange ich mich erinnern kann, Okay. hatte die immer solche Probleme. Aber das war Ja. natürlich da hat keiner groß drauf. Also, die haben halt wahrscheinlich ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, aber denke mal, der Hausarzt oder die Hausärztin hat wahrscheinlich die üblichen Mhm. Sachen gemacht, Darmspiegelung, Ja. Magenspiegelung und dann war's das halt. Das hatte Hatte ich ich auch auch. und da kommt ja nichts bei raus, nichts ja. Da kommen Ja, schon Dinge dabei raus, aber die sind alle nicht ja. die Ursache. Genau, deswegen hatte ich auch so 'n bisschen war das irgendwie auch so zum einen die Kopfschmerzen waren so irgendwie halt da, weil, ja, das war halt so und die so Bauchschmerzen auch nach dem Essen und so, war halt war aber jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Ich habe mich dann halt übergeben, dann dachte ich immer, das wäre halt Migräne und ja, das auch überlappt ja auch so 'n bisschen. Und das dachte ich übrigens auch am Anfang, genau deswegen war ich auch nicht so überrascht oder so, als ich so lang Bauchschmerzen hatte und mich übergeben habe, weil ich dachte: „Ja gut, habe ich jetzt halt 'n blöden Fall von Migräne“, weil diese Medikamente bei mir zum Beispiel diese Migränespritze verhindert, dass ich Kopfschmerzen kriege, aber mir kann's trotzdem dabei eventuell schlecht werden. Jetzt weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, ob das Mhm. jetzt zu dem Dunbar-Syndrom gehört oder Ja. zur Migräne. Das kann natürlich sein. Ja. Für mich war's Ich einfach meine, wir haben beides keinen so 'n Migräne bisschen, Podcast hier, aber ich wie's muss halt sagen, war. Migräne haben trotzdem viele mit Ja. Gefäßkompressionssyndrom. Ähm, meine Mutter hat auch Ah, die, interessant. Migränespritze, ich weiß gar nicht, jetzt über 'n Jahr oder so und die hilft ihr auch richtig, richtig gut. Aber sie muss halt aufpassen, dass die Abstände nicht zu groß werden, ähm, wo sie die dann nimmt und, Ja. sie hat manchmal so 'n Flimmern. So, und wo sie dann sagt, das ist irgendwie da merkt sie irgendwie, als wäre die Aha. Migräne da, aber wird irgendwie unterdrückt oder zurückgehalten. Und ich hatte ja 'ne Ja. Nierenautotransplantation im April hier in Deutschland und, das hat irgendwie bei mir richtig krass Migräne getriggert. So sehr, dass ich so viel Migräne hatte, dass mein Schmerztherapeut mir jetzt auch die Schmerzspritze verschrieben hat. Die liegt jetzt noch bei mir im, Kühlschrank, Mhm. weil, habe noch nicht so den Moment, wo ich sage: „Okay, jetzt nehme ich sie“, aber, ist natürlich noch mal irgendwie schön Ja. von dir zu hören, dass es dir auch so gut hilft. Ähm, und, Ja.
Äh, ja. Ja, wie gesagt, auch wichtig, dass die Sachen irgendwie überlappen. Also, dass das irgendwie ja, das nicht das mein Arzt hat das so schön gesagt, der hat das wieder gemeint: „Wenn's den Hund juckt, müssen's nicht nur Läuse Ja, sein, es können auch genau. Flöhe sein.“ Also, man kann auch beides haben. Und das war immer das Problem, was in Deutschland immer war. So entweder ich hatte halt ich hatte halt Symptome, die jetzt nicht unbedingt dazu gehört also, nicht klassisch dazu gehört haben, die waren dann auch andere Dinge. Aber das war halt hier in den USA zum Beispiel finde ich das sehr gut, dass das wird einfach hier oder in Rochester muss ich sagen, ich kann jetzt nicht für die ganzen USA sprechen, wird es halt oft anerkannt, dass es überlappende Probleme gibt. Und das war schon mal ein riesiger Schritt eben. Ja, und dazu muss ich was ich auch noch sagen wollte, trotzdem habe ich's aber auch, wie gesagt, Ärzten zu verdanken, die da wirklich, ähm hinterher waren, dass das nicht einfach nur Reizdarm bleibt. Was ich auch noch zum Reizdarm soll ich auch noch sagen, das finde ich, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Wenn man zum Beispiel so 'ne Diagnose kriegt wie Reizdarm hier, dann steht auch oft also, zum einen hat's mir der Arzt gesagt und zum Zweiten steht es oft auf so Infoseiten, zum Beispiel hier haben was vielleicht auch manche Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Es gibt, relativ informative Seiten von verschiedenen amerikanischen Kliniken, zum Beispiel Cleveland Clinic, da habe ich mich sehr gut informiert. Das sind halt auch fundierte Infos, die man dann zu Krankheitsbildern bekommt. Die sind auch recherchiert und die sind auch von Fachpersonal durchge also und sehr einfach verständlich. Man muss natürlich Englisch können dafür leider, aber sehr sehr gut erklärt. Ähm, und da steht halt oft dabei, wenn man dann die Diagnose bekommt, Reizdarm. Wir wissen halt nicht wirklich, was sie haben. Das ist die beste Diagnose, die wir im Moment stellen können. Aber es könnte auch was anderes sein. Und auf der einen Seite ist natürlich nett, dass sie also man fühlt sich dann schon ein bisschen mehr ernst genommen, dass sie sagen, okay, um ehrlich zu sein, wissen wir Mhm. jetzt nicht wirklich, was sie haben. Aber gleichzeitig ist natürlich auch so 'n bisschen rhetorisches Mittel, um sich Ja, also, rauszureden. es ist Also, wirklich ähm, ich stelle Ihnen die Diagnose jetzt trotzdem. Also, ich weiß zwar, dass es nichts ja, man bringt, hat aber dann Sie halt kriegen 'ne es jetzt einfach Diagnose als Arzt trotzdem. gestellt, ne? Und, ich hatte zum Beispiel, Genau. nicht die Diagnose Reizdarm, sondern Reizblase. Das war immer so mein Problem. Mhm. Und ein, befreundeter Arzt, mir bekannter Arzt, der sagt halt, wenn er so was hört, sagt er immer: „Ja, das sind so diese Verlegenheitsdiagnosen“, dass man halt Hauptsache 'ne Diagnose gestellt hat, aber Mhm. letztendlich, hat man einfach nicht rausgefunden, was da los ist, so, ne? Ja, das passt Ja, sehr gut, ja. also, na ja, also, Ja. weil lieber wäre mir dann halt, wenn jemand sagt, keine Ahnung. Ne, manche haben das, also gut, habe ich auch gesagt bekommen, manche haben das einfach, die haben Schmerzen, man weiß nicht woher oder warum oder wieso, aber ja, dann heißt es, es sind dann vielleicht dein Stressorgan, ne, so wie manche Migräne haben, da ist der Kopf so quasi der Stress Pol, und andere haben halt die Blase, so wie bei mir oder den Magen oder den Darm oder ne, es gibt ja alles mit Reiz, so. Ja, und es gibt übrigens auch noch, das habe ich auch gelernt, Abdominal Migraines, also, Migräne, die Einfluss hat auf den Bauch angeblich. Also, mir wurde erklärt also, ich bin ja auch keine Fachperson, die Verbindung eben zwischen Gehirn und, Mhm. Magen-Darm-Trakt sind ja zunehmend Na, es als ist ja eigentlich verbunden alles verbunden angesehen. mit dem Gehirn, Und das also gibt's tatsächlich auch noch. Ja, ja. genau. Ähm, und aber auch die Auswirkungen auf die Psyche zum Beispiel von gewissen, Bak Mhm. falschen Bakterien und so. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt keine Expertin. Auf jeden Fall, das war auch noch im Gespräch. Das war's dann nicht. Aber es kam halt vieles auf 'n Tisch und letztendlich war das mein Hausarzt, der dann gesagt hat und mich gefragt hat ich war auch paarmal hier in der Notaufnahme, weil ich einfach auch kein Wa nicht mal Oha, mehr Wasser okay. trinken konnte. Und dementsprechend hatte ich auch einiges an CTs. Das wird nämlich hier einfach immer mitgemacht, mehr oder weniger. Wenn man Bauchschmerzen hat, dann wollen sie das sehen. Und, da kam aber nie irgendwas raus. Ich war auch einmal länger da, musste ich auch also, mein Arzt hat mich dann auch geschickt, hat gemeint, ich soll da jetzt hingehen, das kann so nicht weitergehen und alle anderen Leute haben nicht reagiert. Also, dauert schon auch 'n bisschen hier, bis man Termine bekommt. Ähm, und da bin ich dann länger geblieben. Da haben sie dann geguckt, ob die Gallenblase ob die funktioniert oder nicht. Mhm. Und das war dann auch nicht in dem Moment war das angeblich nicht auffällig, aber das war nachher wohl trotzdem 'n Problem, wie der Chirurg, der mich letztendlich, operiert hat, gemeint hat.
Aber ich war dann da auf jeden Fall eine Weile und da kam auch nichts bei raus und, es war irgendwie einfach keiner wusste so recht, was das sein soll und hat mich mein Hausarzt irgendwann gefragt, ob ich schon mal 'n Chirurg Mhm. gesehen hätte. In dem Moment dachte ich: „Hä, warum?“ Ich habe also, das Chirurg, setze ich irgendwie gleich mit, Ach nein. Operation, aber gut, ich Ja. denke mal, die kennen's. Genau. Aber gut, die haben natürlich auch 'ne sehr, sehr, gute Kenntnis über Anatomie. Das müssen wir natürlich auch dazu sagen. Ja, und ich vermute mal, deswegen wurde ich dahin überwiesen. Er hat gemeint, ja, er telefoniert jetzt einfach mal mit einem und bespricht das mal und guckt, ob der Mhm. irgendwie noch 'ne Idee hat, weil, ja, das irgendwie ich habe ja auch ziemlich viel Gewicht verloren dann und dann hat der tatsächlich alles noch mal sich die Bilder angeguckt. Zum Glück sind hier alle Sachen in einem Ordner. Also, das alles, kann jeder angucken, da muss man nicht immer die Sachen hin und her schicken. Das, ist schon sehr praktisch. Und der hat dann halt gemeint, okay, diese eine, ähm, Arterie, die so ich glaube, die versorgt, die Pankreas und den Magen und Anfang vom Darm mit Blut, die sei abgedrückt. Das würde er hier sehen. Das hat halt vorher niemand gesehen, weil hier funktioniert das auch 'n bisschen anders. Das CT wird gemacht und dann geht das zu 'nem Radiologen oder Radiologin. Die schauen sich das dann an und die schicken dann ihre Diagnose weiter an den Mhm. Arzt, der das geordert hat. Und die Mhm. haben das aber irgendwie nicht erkannt. Er aber schon und hat gemeint, er hat da 'n Verdacht und hat mich dann auch ziemlich schnell drangenommen. Das war echt super. Und ja, dann hat er noch 'n Ultraschall anfertigen lassen, so 'n Mhm. speziellen Mhm. Doppler-Ultraschall, der den Blutfluss misst und hat halt festgestellt, dass es viel zu schnell fließt an der Ecke, was ja Genau. passiert, wenn es abgeklemmt wird, wie so 'n Fluss eben, der enger wird, wird ja auch viel wilder als Ja, jetzt so der Rhein, ja. in Köln oder so. Ähm, Schön beschrieben. und Ja, der ja. hat es dann ja, ja, so muss ich mir das immer auch selber vorstellen. Und, der hat es dann eben festgestellt und das war dann auch so die Diagnose. Manchmal muss man hier noch 'n ja, das so 'n Nervenblock machen, Celiac Plexus Block wird das hier genannt. Im Endeffekt, das Dunbar-Syndrom sind ja zum einen das Blutgefäßproblem, aber halt auch auch Nerven beeinträchtigen. Dann liegen sie auf der Stelle, wo dieses Band die Arterie abdrückt, liegen auch noch Nerven und die können davon ziemlich gereizt werden und sich entzünden und dann eben auch dazu beitragen, dass man Übelkeit bekommt, Mhm. und Und erbrechen dann wird muss quasi und, werden die Nerven stillgelegt, ähm um zu gucken, ob dann die Beschwerden noch da sind oder nicht, ne? genau, ja. Das wurde bei mir gar nicht gemacht, weil er gemeint hat, das sieht schon, wie gesagt, sieht nach, Mhm. Also, es war so Lehrbuchausführungen eindeutig, von Dunbar-Syndrom aus. ja. Mhm. Man hat es wohl auch gehört. Die können das irgendwie hören, dass es da irgendwie so 'ne Verengung gibt, Mhm. und das hat er auch gehört und dann hatte ich eigentlich die Operation relativ schnell im August 2024, vor Mhm. knapp Also, 'nem Jahr, ganz kurz, ja, bisschen mehr er als hat 'nem bei Jahr dir jetzt. das Dunbar-Syndrom Mhm. diagnostiziert, ne? Genau. Oder das Ja, Wilkie? genau. Dunbar. Dunbar, Mhm. ja. Und ich hatte dann ich kenne die hier heißt es Median Axial Ligament Syndrome, falls jemand das suchen möchte, oft abgekürzt als MALS, Genau. MALS. Ja, und ich hatte dann die OP, die ging allerdings leider Oh, 'n bisschen okay. schief. Warum? Die wo diese, Arterie aus der Aorta kommt, Mhm. also aus der großen Ader, die eigentlich ja, das ganze Körper versorgt, da kommt die Arterie eben Ist es raus nicht die und Vene? mir wurde Oh. dann auch erklärt, dass durch die Ist es die Arterie? ne, Die bei Dunbar Arterie. ist die Ah ja, doch, genau, Arterie. die durch das, Ja, Band entweder das Band ist zu wird straff die und zu eng und drückt deswegen oder es sitzt zu tief, ne? Mhm. ja, genau. Und, ähm, dabei hat er halt in die Arterie, wo die aus der Aorta rauskommt,
aus Versehen reingeschnitten oder die wurde bei der ganzen Aktion mit verletzt. Das war dann auch von laparoskopisch, also von minimalinvasiv zu offener OP. Das hatte ich halt vorher nicht. Also mir wurde das natürlich irgendwie Ja, gesagt aber als dass das Risiko, dann aber passiert, ich habe ne? Weil damit man halt denkt, ja, nicht Risiko gerechnet. ist, keine Ahnung, wie viel Ja, Prozent, da sagen die ja immer: ja, „Ach, ja. das ist so Das selten.“ bin ja nicht ich vor allem. Oh, ne. Ja. Okay. Ähm, und aber mir wurde auch erklärt, dass und das ist halt tatsächlich wohl ein Risiko von dieser ganzen Sache, dass wenn Blutgefäße zu Ja. arg komprimiert werden von irgendwas, dass die dann ganz weich werden. Die sind auch verwachsen mit Muskeln und mit Bändern und mit den Nerven. Das ist wohl dann ein großes, Mhm. ja, Chaos Das ist dann dann. so wie so Aber verbacken, ja, ne, so dazu bin ich dann auf ineinander. Mhm. und dann werden die wohl auch ziemlich weich irgendwie. Also, das ist tatsächlich jetzt 'ne Sache, die man halt bedenken muss. Aber es gibt auch sehr, 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 sehr viele Operationen, bei denen es nicht passiert. Also, Mhm. das war jetzt halt Ja. Pech, aber es ist auf jeden Fall 'n bisschen 'n bisschen, wie soll ich sagen, harsches Erwachen im 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 echten Sinne, weil ich das halt nicht aufm Schirm hatte, dass Also, du ich hattest das dann 'n haben Bauchschnitt, könnte. ne? Also, J wie groß ist der ja, Schnitt ungefähr, so so von Zentimeter? ah, der fängt da an, wo die was heißt das, Mhm. Brustbein anfängt bis zu meinem Mhm. Bauchnabel Also, das im obere Endeffekt. Bauchstück. Mhm. Ja, genau. Wie war das für dich, Und wo du ja, nach dann geht der er OP dann aufgewacht bist? Haben die dir das dann direkt gesagt oder haben sie dich erst mal so 'n bisschen oder hast du dann direkt geguckt und gedacht: „Hä?“ also, ich muss sagen, ich war da hier noch alleine. Ich hatte natürlich, Freunde und super nette Leute, die mir, geholfen haben und die mich auch hingefahren haben und mich besucht haben. Aber in dem Moment, als ich aufgewacht bin, war halt niemand da. Und dementsprechend habe ich das nur noch so als so 'n ich habe dann überlegt, habe ich das jetzt geträumt oder nicht, weil ich habe das halt vorher schon so in Gedanken gehabt, dass das passieren kann und dann dachte ich halt: „Hoffentlich nicht.“ Und dann habe ich mich gefragt, habe ich's jetzt geträumt oder nicht? Und dann habe ich ja tatsächlich irgendwie bin ich dann auf die Intensivstation gekommen und dann habe ich halt gefragt, was jetzt eigentlich los ist und habe mal an mir runtergeguckt und dachte so: „Oh, okay, Mhm. stimmt also doch, ich habe das nicht Mhm. geträumt.“ Aber die 5 Tage, die ich im Krankenhaus war, waren wirklich ein großes, ja, erinnere mich da nicht Mhm. an Also, viel hast du auch dann, mehr. starke Schmerzmittel bekommen? Mhm. Ja, ja. Und danach ist halt sich davon zu erholen, war halt auch 'n bisschen Überraschung, weil ich ja eigentlich auch an der Uni jetzt wieder einsteigen sollte. Die haben gemeint: „Na ja, so 2 Wochen, Mhm. dann wäre das alles wieder okay mit der minimalinvasiven Variante.“ Aber auch da waren alle super verständnisvoll dafür, Mhm. dass es halt einfach, ja, jetzt anders lief Mhm. als gedacht. Ähm, ja, aber leider haben meine Probleme dann nicht aufgehört. Ich habe danach paar Wochen danach hat's wieder angefangen mit den Okay. gleichen Problemen Also, genau die gleichen und, Schmerzen, du konntest nicht trinken, nicht essen, mhm, Bauchschmerzen. ja, 'n bisschen besser war's. Also, es war jetzt nicht ganz so, gravierend am Anfang. Ähm, und dann ging's halt wieder los. Dann war ich auch im Krankenhaus, weil dann war ja die große Frage: „Gut, wenn's das nicht war, was soll's denn dann sein?“ Und dann ging wieder los: „Ja, Hm. vielleicht 'ne Essstörung, Mhm. ähm, und Aber jetzt psychosomatisch.“ kann's ja nur Aber noch da haben sie auch wieder 'n Zip psychosomatisch sein, weil jetzt ist ja operiert. ja, jetzt ist die Ursache ja Mhm. weg. Genau, das war jetzt so der irgendwie aber auch da Mhm. wieder, muss ich zu meinem Hausarzt und seiner Frau wirklich sagen, die waren wirklich da und haben den Leuten echt auf die Finger geklopft, dass Mhm. das nicht sein kann und dass sie noch mal gucken müssen. Allerdings, ich habe meinen Chirurgen dann da nicht gesehen, obwohl der im gleichen Ha Krankenhaus arbeitet. Der hat, einen von seinen Mitarbeitern geschickt. Die haben, hm, gesagt, gucken da schon drauf, aber sie wissen halt nicht wann. Und dann hatte ich da kurz danach bei ihm aber 'n persönlichen Termin. Er hat gemeint: „Ja, das sieht jetzt halt schon wieder so aus, irgendwas komprimiert halt oder drückt halt die Arterie wieder ab.“ Und, so aber so richtig erklären konnte, was das jetzt da passiert, Mhm. konnte er sich halt auch nicht. Ich hatte dann einige Untersuchungen, wieder diesen Ultraschall, der auch festgestellt hat, dass ich eigentlich wieder das gleiche Problem habe wie vorher, verengte Arterie. Und dann habe ich auch bin ich hier ich habe hier relativ Glück, hier so ungefähr 4 Stunden von mir entfernt gibt's die Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio.
Die haben sehr gute Ärztinnen und Ärzte und da hat halt habe ich jemanden gesehen, der wollte dann auch noch mal 'n eigenen Ultraschall machen. Angeblich sind die Ultraschalls, das muss man auch irgendwie wissen, sehr da muss man schon sehr wissen, nach was man sucht. Und der hatte 'ne Mitarbeiterin, die da eben wusste, was er genau Mhm. braucht und von welchem Winkel und Mhm. wie das also, das heißt, nur 'n Ultraschall irgendwie machen bringt nichts. Das muss 'n Doppler-Ultraschall sein und das muss halt A von jemand gemacht werden, der weiß, was gefragt wird, wenn ich das so richtig interpretiere, Ja. und jemand, der das halt auch selber ja, ausführen kann in der weil ich hatte 2 Ultraschalls im Krankenhaus noch. Die haben alle nichts gebracht, weil die nicht das gezeigt haben, was wichtig gewesen wäre. Ähm, Mhm. ja, und dann hat es eigentlich bestätigt, dass es genauso wieder wie vorher und, ähm, jetzt ist es so, ich werde noch 'ne zweite OP haben im Oktober jetzt, wo halt noch mal geguckt wird, ob die Nerven nachgewachsen sind, was durchaus sein kann. Es kann halt auch sein, dass die Nerven wohl Phantomschmerzen auslösen, wenn die auch wenn man die weg also, weil die halt wahrscheinlich irritiert sind von was. Aber ich dachte, man Also, hat gesehen, dass es wieder man nimmt ja nicht komprimiert alles ist. weg. Das auch, aber es gibt d d was also, es gibt die Kontroverse bei Dunbar ist ja auch, ist es hängt's mit Gefäßen zusammen oder ist 'n Problem mit den Nerven? Mhm. Und mit dem mit dem ich hatte dann tatsächlich diesen Nervenblock jetzt beim zweiten Mal und dann kam raus, dass die die Übelkeit, die ich sofort hatte, war weg, aber nach 30 Minuten hatte ich, große Schmerzen vom Essen und auch bei Aktivitäten wie Spazierengehen oder einfach Hausputzen. Und dementsprechend spricht das schon dafür, dass es sowohl 'ne Komponente mit den Nerven hat, als auch 'ne Komponente mit den Blutgefäßen, dass die halt einfach nicht, genug Blut liefern Ja. können an die an den Magen Ähm, und der dann einfach, wenn er nicht mehr kann, sich zum Übergeben führt halt. mhm. Also, was ich mich frage, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wurde denn bei dir Wilkie ausgeschlossen, das Wilkie-Syndrom? Was genau ist das noch mal? Ist das, Da wenn wird, der Zwölffingerdarm abgedrückt wird? quasi der Übergang, wo der, Darm, in das erste Quatsch, wo der Magen in das erste Stück vom Darm übergeht. Das ist so 'ne Schlinge, und die wird oft durch, die Arterie abgedrückt. Und da haben dann halt ganz Ah ja, viele ja, das auch wurde ausgeschlossen. Bauchschmerzen und haben Schmerzen direkt nach'm Essen. Also, die Symptomatik ist bei Dunbar und Wilkie, recht ähnlich. Deswegen finde ich's auch so schwierig zu Ja, unterscheiden, obwohl es ja komplett unterschiedliche, Ursachen und Stellen sind, im Prinzip, also Auslöser, aber die Symptome sind halt relativ ähnlich. ja. Ich hatte es grad ich wusste kannte nicht den Ach Namen so, oder den ja, Namen kannte ich das warte nicht, mal, aber wie nennt man das? das wurde Dunbar ist ausgeschlossen. Miles und Wilkie ist Und, wie ist da noch mal die Abkürzung? Superior Mesenteric Artery Syndrome, SMAS, ne? SMAS, glaube ich. Ja, Superior ja, SMAS, genau. ja, das wurde ausgeschlossen. Okay, das wird ausgeschlossen. Das war auch mein ja, ähm, Ah ja. das habe ich nicht. Deswegen jetzt geht man davon aus, dass entweder Narbengewebe die neue Kompression bildet oder Das halt, könnte natürlich sein, ne? das hat ja auch mit ja, Ansatz hat aber auch mit Bindegewebs Schwäche. Problemen zu tun. Das habe ich jetzt keine Diagnose. Aber ich bin schon also, haben auch schon einige Physiotherapeutinnen gesagt, dass ich schon sehr hypermobil sei, also, die Gelenke eben einfach weit Mhm, über den normalen Radius raus mhm. bewegen kann. Was ja Und dann für dementsprechend, Ehlers-Danlos ich auch weiß es jetzt spricht. nicht, ja, Mhm. ähm, ich habe da auch Also, es ist gefragt, ja aber so, die dass haben gemeint, es wirklich gibt ja sehr da verschiedene viele, Typen. Sorry, mach ja, ruhig du weiter. hängst grad so 'n bisschen, deswegen kann sein, dass wir uns grad so Oh, 'n bisschen überschneiden, weil das ups. Internet nicht so gut ist. Ja. Ähm
Ja, hier in Deutschland sind ja schon einige mit Gefäßkompressionssyndrom, die, auch 'ne HEDS-Diagnose haben, also hypermobiles Ehlers-Danlos-Syndrom. Ähm Und, bei mir also, ich habe ja die ganzen EDS-Sachen per Bluttest ausgeschlossen bekommen und HEDS ist ja nicht, übers Blut, nachweisbar, sondern einfach durch gewisse Kriterien. Entweder man erfüllt die oder nicht. Es sind aber auch ganz viele, Leute dabei, die quasi diese Kriterien für HDS nur so teilweise erfüllen. Weißt du, wie das bei dir ist? Hast du dich da mal so erkundigt im Internet oder so? Ja, also ich habe das auch bei mir hat auch 'ne, Physiotherapeutin das mal angeguckt und hat gemeint, das wäre wohl so, aber sie hat's jetzt nicht als offizielle Diagnose Mhm. gestellt. Meine Frage war halt auch an die Chirurgen, würde das 'n Unterschied machen? Und sie haben gemeint, es gibt ja verschiedene Typen, wie du ja grad gesagt Genau. hast. Es gibt ja hypermobiles, Ehlers-Danlos-Syndrom. Es gibt aber auch eins, das die Gefäße Mhm, das betrifft ist und die werden dann einfach die sind wohl so schwach, dass die VEDS, ja, 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 Vascular, ja, wahrscheinlich von genau, Vascular, ja. Und das habe ich auf jeden Fall, nicht. nicht. Da kommen ja auch noch einige das war halt der Hauptgrund oder die Hauptantwort, die ich bekommen habe. Das war im Endeffekt wirk das es macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich 'ne andere Form davon habe, solange ich nicht dieses, Gefäß das Ehlers-Danlos-Syndrom habe, Mhm. das die Das Gefäße betrifft vaskuläre und, EDS. ähm Genau, das war bei mir auch. genau, Vor der, ja, Nierentransplantation wollte der Chirurg auch nur wissen, ob ich das habe. Und da habe ich gemeint: „Ja, ist ja, ausgeschlossen worden schon irgendwie 2 Jahre vorher und, ich weiß aber nicht, ob ich HEDS habe.“ Dann hat er abgewunken, es hat ihn gar nicht interessiert, dieses HEDS, weil das hat halt, ja, für die OP, einfach keine Auswirkung, ne? Ja, Gott sei Dank. Ja. genau, ja. Aber was halt sein kann, dass es deswegen hat es auch jemand noch erwähnt, ohne Diagnose jetzt, dass es halt einfach dadurch dass die Organe einfach nicht an dem Platz sind, an dem Sinne vielleicht auch da drauf drücken. Und jetzt, ja, der Plan für die OP ist halt, dass sie noch mal schauen, woran's liegen kann und eventuell 'n Bypass für diese Mhm, Arterie die den mhm. Magen und so versorgt, machen, wenn sie meinen, dass das hilft. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was Ja, dabei rauskommt. Aber ich habe auch schon also, es gibt halt ich denke, man muss auch dazu sagen, es gibt echt mhm. gute Erfolgsgeschichten. Leute, die eine OP hatten und dann geht's denen super und das sind auch sehr viele. Also, ich glaube, die Erfolgschance liegt deutlich höher, dass man das in 'n Griff bekommt mit der OP, als dass man's nicht in 'n Griff bekommt. Das würden Ja, die wahrscheinlich auch nicht machen, wenn's keine Aussichten drauf gäbe, keine guten. Aber es gibt halt schon 'n Teil der Patientinnen und Patienten, die halt danach mhm. weiter Probleme haben. Und mir wurde jetzt auch gesagt, da in 'nem Gespräch, das war ich ja, muss auch sagen, ich habe immer echt lang auch mit den Ärztinnen und Ärzten, die ich kann auch wirklich alles fragen, was ich will. Das ist schon auch echt 'n richtiges Privileg, glaube ich. Muss aber dazu auch sagen, ich habe auch 'ne grandiose Krankenversicherung durch meine Uni. Das, haben natürlich auch Okay. viele Also, man Amerikanerinnen und muss da auch Amerikaner die nicht, die bezahlen richtige da sehr viel Versicherung dafür. haben und dann klappt es. Ja, also das war jetzt einfach Glück. Das war übrigens auch 'n Grund. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich wieder nach Deutschland ziehe und einfach dieses Doktorat abbreche. Aber ich habe dann auch mit meiner Mutter gesprochen und habe gemeint, ich glaube einfach, dass ich hier wirklich viel bessere Ärztinnen und Ärzte habe. Und ich habe jetzt auch das Riesenglück, dass mein Vater jetzt für die zweite OP Oh, kommen kann. Und, ja, ja, weil man kann ja echt wenig machen, so wenn man ja, dann so 'ne große OP hatte, dann, ja, ja. Ähm, ja, aber was hatten wir grade vorher noch? Genau, ich hatte eben mir wurde gesagt, dass halt es schon auch 'n Prozentsatz von Patientinnen und Patienten gibt, die trotzdem nicht 100% beschwerdefrei werden. Also, ich habe zum Beispiel ich kann auch grad nicht wirklich viel essen. Ich habe dann 'ne Magensonde bekommen, mit der ich dann wieder einiges mhm, Gewicht zugenommen habe. Ähm, Die habe ich immer noch und grade jetzt ich habe wieder so 'ne Phase, da geht's mir echt schlecht. Ich kann einfach nicht viel essen. Und das ist halt schon irgendwie einfach es macht keinen ja, Spaß, definitiv nicht, aber es ist so 'ne Absicherung, dass ich weiß, okay, dann kann ich halt einfach, diese Zubereitung nehmen und es geht auch nicht in den Magen, das geht weiter. Ähm, weiß ich grad nicht wohin, aber das im Endeffekt, dass es eben den Magen umgeht, dass ich mhm. da nicht die Probleme habe. Und da habe ich dann auch keine Schmerzen. Also, da merke ich dann Ja, auch also, nicht, dass dass es da sozusagen ja, unter der Engstelle, dann eingeführt wird, ne? ja, Mhm.
Ja, Genau, vor allem, es ist ja auch richtig ja, heftig. Es ist ja nicht nur das Essen, ne? Also, wenn du sagst, selbst trinken, geht halt teilweise gar nicht. ja, Da muss man sich mal vorstellen, was das für 'ne Belastung das für 'n Körper ist auch, ne? Und was das für 'ne ja, Engstelle ist und für 'n Druck da auch, ist. ja. Also, hast du, viel Kontakt mit anderen Betroffenen? Ich bin in 'n paar Gruppen aber jetzt ich Mhm, kenne niemanden persönlich. Ähm, aber es gibt also dafür, dass es als, seltene Diagnose gilt, gibt's dann doch ganz schön viele in meiner Region, die dann auch sagen: „Ich suche 'n Arzt hier mhm, in der Umgebung, kann mhm. jemanden empfehlen?“ Ähm, Das passiert schon. Hier gibt's natürlich ich habe auch so 'n bisschen das Ding, es gibt relativ viele Leute, die das anbieten, aber es gibt halt nicht alle, die das sehr Ich gut meine, können, ja, sagen wir's mal so. ja. Das natürlich dadurch, dass es bekannter wird, ist es auch so 'n bisschen Ding, dann, versucht sich vielleicht doch der ein Mhm, oder andere mal dran. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der chirurgischen Community so läuft. Keine Ahnung, wie sich dies ergibt, ja, aber es gibt hier so die Star Chirurgen und Chirurginnen und dann gibt's halt noch viele, die das auch machen. Und gleichzeitig ich bin jetzt bei jemand, der ist nicht super bekannt dafür, aber er kümmert sich halt mhm. sehr drum und das also, grade die Nachsorge ist auch so 'ne Geschichte, das würde mich auch bei dir mal interessieren, ob sich da jemand noch kümmert drum, weil hier läuft das also, ich habe schon echt, Leute, die auf jeden Fall 'n Jahr lang gucken. Also, der Chirurg wird 'n Jahr lang gucken, was passiert und das war jetzt ja dieses Jahr bei mir war ja nicht so Ja, erfolgreich. Und dementsprechend hat er halt auch wie gesagt, hat er gesagt, ich soll 'ne zweite Meinung mhm, mir einholen. Das, war auch kein Problem, da war auch niemand beleidigt. Da hatte ich 'n bisschen Bedenken davor, dass einfach die Leute mhm. dann, sich übergangen fühlen. Aber die haben sogar mal der Chirurg, der Gefäßchirurg, bei dem ich war in Cleveland, hat sogar mit dem Gefäßchirurg hier bei mir in Rochester telefoniert und die haben das Sehr besprochen. Das war cool. echt so 'n Moment, wo ich dachte: Ja. „Wow, ähm, da tauschen die Kollegen sich doch echt richtig gut Ja, aus“ vor allem und, schön, wenn mal nicht so das Ego, im Vordergrund mhm, steht, sondern die da auch so mal drüber hinwegschauen können und, es wirklich ums ja, Patientenwohl geht, ne? Mhm. ja, ja. Ähm, Aber die zweite genau, OP also jetzt im das Oktober, ist die Endeffekt, beim selben Gefäßchirurgen wie die erste? Mhm. ja. Ich mache die also das ich habe auch gefragt, zum einen 'n Cousin von mir, der wird grade Oh. Chirurg und er hat halt gemeint, es gibt schon große Vorteile. Ja, ich glaube orthopädischer Chirurg, aber so prinzipiell Fragen Mhm. stellen kann man ja auf jeden Fall. Der hat gemeint, es gibt halt schon Vorteile, zu den gleichen zu gehen, die kennen einen schon. Und das habe ich auch in Gesprächen gehört, dass er gemeint hat, er kann sich das schon noch sehr gut vorstellen. Ich glaube, die haben auch Bilder gemacht, also die haben schon 'n ganz gute Kenntnis und ich vertraue ihm eigentlich auch und zudem kam halt auch bei der Zweitmeinungsbesuch raus, dass das wohl alles ziemlich gut lief und, dass der Chirurg da nichts erkennen kann, was jetzt falsch gemacht wurde. Weil er hat ja im Endeffekt hat er gemeint, es war halt 'ne Lehrbuchsituation und er hat halt sozusagen die Lehrbuch-OP dazu gemacht, denke ich jetzt mal, so würde ich's sehen und das hat halt nicht geholfen. Da muss halt jetzt was Kreativeres her. Ähm Mhm. Und von daher bin ich jetzt ich vertraue denen weiterhin. Ich, Mhm. bin auch froh, weil das gibt natürlich mit der Nachsorge auch 'n bisschen wenn ich immer nach Cleveland muss, ist schon 'n Stück aber ich würde es auf jeden Fall machen, weil ich ja die Möglichkeit habe natürlich, aber, ja, ich bleibe jetzt bei den beiden, die's anfangs also, nachdem ich das Problem hatte mit Ja. der dass der Chirurg in die Ader geschnitten hat, kam auch genau dieser Gefäßchirurg dazu, um das noch mal sich anzuschauen. Also, der kannte das dann auch schon. Mhm. Ähm, wie sieht denn die Nachsorge aus? Also, was kann man sich denn, da vorstellen? Muss man in regelmäßigen Abständen Ultraschall machen oder Ja, im Endeffekt, sieht man den Chirurgen einfach öfter, danach noch ich habe jetzt auch ja gut, ich natürlich nach der OP habe ich auch gleich 'n Nachsorgetermin gekriegt, aber ja, die machen dann noch mal 'n Ultraschall, gucken noch mal, ob das auch wirklich, geklappt hat. Und im mhm, Zweifelsfall sind sie halt dafür, wie jetzt bei mir, um zu schauen, was man dann jetzt weiter machen kann und was Lösungen sein könnten. Und ja, ähm
der Gefäßchirurg, den ich hier habe zum Beispiel, der wollte auch, dass ich noch mal alles nachgucken lasse. Das heißt, ich habe die ganzen Untersuchungen halt noch mal gemacht. Der hat auch, ich weiß nicht, wie das heißt, die sind im Endeffekt mit so 'nem Katheter in die zu der Arterie Mhm. hin und haben geguckt, wie viel Blut da wirklich durchfließt. Das war schon, ja, nicht angenehm, aber sehr, beruhigend irgendwie, dass Leute einfach danach gucken und nicht Ja, nur das, abtun irgendwie, ja. bei uns nennt man das IVUS, intravaskuläre irgendwas. Oh ja, Ja, ne, gibt's bei uns auch, ich glaube, viele Leute kennen es ja v ja, macht man vor allem, um, 'n Stent, zu setzen, im gleichen genau, Atemzug, aber kann man natürlich auch für die Diagnostik, nutzen, ne? Genau. ja. Ähm, Nur we mit der hm, nur mit der Kompression ist eben nicht hilfreich, da der Stent hält das nicht aus wohl, den Druck. Also, das ist das nie, also, wenn man 'ne Kompression von dieser Arterie wieder hat, dann ist es nicht 'ne optimale Lösung unbedingt, je nachdem, was die Ursache für die Rekompression, also die 2. Kompression ist, muss man tatsächlich gucken, weil das wurde mir erklärt, weil tatsächlich manche Bänder auch diese Stents wieder tatsächlich, zusammendrücken können. mhm, mhm. Ja, klar. Ja, das ist natürlich jetzt, spannend, weil man natürlich jetzt also, weil du jetzt auch gar nicht weißt, ne, und die Ärzte auch erst, wenn sie quasi reingucken, sehen sie, was ist jetzt, das Problem? Ist da wirklich 'ne Verwachsung? Ist es wieder wie Ja, vorher? Ist es doch ja, gut, die Nerven spielen immer mit 'ne Rolle, ne, aber warum drückt's jetzt quasi die Arterie wieder ab? Ähm ja. Die anderen Gefäßkompressionssyndrome, die es noch so gibt, also Nussknacker, also Nutcracker, May-Turner, sind bei dir auch ausgeschlossen? Also, bei dir ist Ähm, wirklich dann war noch nicht so das Problem 100%. Ja, ach so, ja, okay, ähm, ja. tatsächlich, aber Aber ich hast du habe, da irgendwie auch noch was ich Beschwerden? interessant, das Sorry. weiß ich grad einfach nicht. Ich habe auch noch ne, alles gut. Ich habe einfach an der Seite immer auch relativ starke Bauchschmerzen. Im Moment wird das alles bisschen auf Rücken und Muskeln und so geschoben, also an der Seite Hm, vom Rücken, so. mhm. Deswegen, Welche ich Seite? gehe jetzt mal die eine Sache an und dann, hauptsächlich rechts, was ja wahrscheinlich gegen, Nutcracker spricht. Mhm. Ja, aber ich Aber das, heißt nicht, dass es das nicht ist. Also, ich kenne auch schon welche, die ne, haben auch rechts irgendwie Probleme und wundern sich dann und, ja, ja. einmal halt auf 'n Ja, Kopf ne, das stellen das will ich auf jeden am Fall, besten und ja, das alles will ich auf jeden Fall durchchecken, angehen ne? danach. Ja, was ich auch interessant fand, ich habe ja auch deinen ersten Podcast schon gehört, da ging's ja oft um das Pelvic Congestion Syndrome. Ähm, ich habe noch Mhm. 'n Termin, weil ich auch, 'ne Verdacht auf Endometriose habe. Das steht jetzt auch bald an und da bin ich hier auch in so 'nem Endometriosezentrum und die haben tatsächlich die Frage gestellt, ob das schon mal in Betracht gezogen wurde, dieses Pelvic Congestion Syndrome, wo der Blutfluss, glaube ich, durch die Venen zurück, gestaut wird irgendwie und man dann, ja, ich glaube, du hast beschrieben als Krampfadern im Bauchraum oder so. Du kannst wahrscheinlich besser beschreiben. Aber tatsächlich fragen die das ab und da bin ich auch mal gespannt, was die Genau, also sagen. es ist hauptsächlich betrifft es, oft die linke Eierstockvene, dass die Mhm. sich dann halt auch staut, und, ja, sich ausweitet, weil irgendwo, äh, das Blut nicht richtig wieder hoch zum Herzen fließen kann. Und dann werden teilweise auch, im kleinen Becken, also um die Gebärmutter und so, werden dann kleine, Venen, die eigentlich gar nicht für den Transport von so viel Blut, ähm, ja, angelegt sind, die werden dann quasi, genutzt, um das Blut umzuleiten und, das gibt natürlich dann auch Schmerzen, ähm, im Becken, auch starke Menstruationsschmerzen, deswegen wird's auch oft mit Adenomiose und Endometriose verwechselt. Ähm, und genau, da können sich halt wirklich dicke Krampfadern im Becken bilden, die eben da auch wieder auf Nerven drücken können und Neuropathien auslösen können. Das heißt, man hat dann Probleme auch mit der Verdauung, mit dem Stuhlgang, mit Blasenentleerung. Ja, also das heißt, du hast dann auch, Regelschmerzen? Mhm.
aber auch zwischendrin einfach. Also, ich finde Stehen relativ schmerzhaft, langes Super Sitzen. typisch dafür, ja. Ah ja. Okay. Ich bin mal sehr gespannt. Ich will auch, Ja, also googeln ist so eine Sache, das ist natürlich irgendwie verlockend und verleitend, aber ja, nicht alle Infos, die man da findet, sind, korrekt ja. oder super Also, es ist halt hilfreich. ich habe auch, witzigerweise heute wurde ich, von einer angeschrieben, mit der habe ich dann 'n paar Sprachnachrichten ausgetauscht. Die hat 'n Termin zur Embolisation von der Eierstockvene. Weil die haben bei ihr auch Mhm. festgestellt, und das ist ja schon mal was Tolles, dass sie nicht nur Endometriose hat, die hatte halt schon 'n paar Endo-OPs, sondern dass sie Oh da auch ja. irgendwie Krampfadern im Becken hat und so. Und dann denken die, die Ja, Krampfadern machen die Beschwerden, dann embolisiert man die, also man macht die dicht und dann, verschwindet das Problem. Aber die stellen sich nicht die Frage: „Warum?“ Also, was ist denn die mhm. Ursache? Warum ist denn die Eierstockvene so dick? Warum bilden sich Umgehungskreisläufe im Becken, um das Blut umzuleiten? Und dann kommen halt eben die Kompressionen von der Nierenvene, von der Beckenvene, wo da halt nicht drauf geguckt wird. Das ist so 'n bisschen das Problem. Ja, Deswegen geht's ganz vielen, die ich kenne und die embolisiert wurden, oder man sagt auch, gekeult, dass es denen danach schlechter geht, weil das ist wie wenn du 'ne Autobahn, sperrst und dann geht da nix mehr, ne? Also, du nimmst quasi dem Blut ja, den Weg, und, das ist schon krass radikal, wenn man sich das mal so vorstellt, ne? Und deswegen ja, rate ich halt jedem, bevor man so was macht, so 'n Eingriff, wenigstens zu gucken: Ist was mit der Nierenvene? Ist was mit der Beckenvene? Sind die irgendwie abgedrückt? Weil dann muss man halt anders behandeln. Ja. ja, ja. Ich habe das Gefühl, so sehr schwer, irgendwie jemanden zu finden. Also, der Experte, der jetzt bei mir das rausgefunden hat, war halt Chirurg, der arbeitet hauptsächlich mit Krebspatientinnen und Mhm. Patienten, aber eben für Krebsarten, die sich im Magen-Darm-Bereich auch Okay. befinden, aber auch so Gallenblase. Also, ist schwer zu beschreiben. Ich stelle mir eben vor, so für den oberen Ja, Bauch, ist er sozusagen ja, aber zuständig. der kennt offenbar, also, der Und das kannte das und hat auch Patientinnen damit schon oft operiert? genau. Mhm. Ähm, und, der war der nächst und aber gleichzeitig ist ja auch nicht so richtig, also, für ihn ist ja, ich weiß nicht, zu was gehören denn, so Bindegewebs Strukturen, also, wie dieses Band, was da denn ist ja eigentlich eher was Orthopädisches, weil es hat mir wurde auch mal gemeint mit, das heißt ja Ligament, also, wahrscheinlich, irgendwie, ja, Ich auf weiß jeden nicht, ob's 'n Fall, Fachbereich dafür überhaupt zuständig ist, ehrlich gesagt. genau, Also, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch das ja. Problem, weil, da muss man auch aufpassen. Ich hatte zum Beispiel, was heißt aufpassen, aber ich hatte zum Beispiel auch 'n Termin bei 'nem Gefäßchirurgen, der da nicht dran glaubt, dass das mit Blutgefäßen zu tun hat, das Problem. Der meint, es wären rein die Mhm. Nerven, die da irritiert Mhm. sind und geschädigt Mhm. sind und entzündet sind, auch, durch den Druck des Mhm. Bands. Und, dann das wäre eigentlich, könnte man sich ja vorstellen, dass grade jetzt Gefäßchirurginnen und Chirurgen eigentlich vielleicht da irgendwie, ja, Kenntnis haben sollten, aber ja, ich glaube, das ist auch so 'n bisschen 'n Problem, dass es einfach so zufällig erkannt wird von, Leuten, die vielleicht gar nichts Ja. unbedingt, also, die man nicht vermutet, dass sie dafür zuständig sind. Also, ich hätte, wie gesagt, die Frage, ob ich schon mal beim Chirurgen war, hat mich eher überrascht, weil ich dachte: „Ne, warum Mhm. denn?“ Also, Mhm. noch sind wir ja nicht so weit. Wir haben ja nichts. Was soll denn jetzt, Ja, operiert also werden? das ist ja, ne, also wenn man sich mal überlegt, Andreas Putz, ne, der ist Gynäkologe. Was hat der mit der Nierenvene Mhm. zu tun? Gar nix. Aber ich war mein Ja, ganzes Leben zum Beispiel, ständig bei Urologen. Die haben auch immer nach der Niere geguckt, haben immer gesagt: „Ist alles super“, die gucken sich aber nicht die Nierenvene an. Das war mir nicht ja. bewusst, dass 'n Urologe sich die Vene nicht anguckt, aber der sagt, er ist halt fürs Organ zuständig, nicht für die Vene. Und wenn du aber zu 'nem Ja, Gefäßchirurgen gehst, die gucken sich halt irgendwie die Venen in deinen Beinen an, gucken, ob du 'ne Thrombose oder Krampfadern in den Beinen hast, und das war's. Ja, wer guckt sich denn jetzt 'ne Nierenvene an oder 'ne ja. Beckenvene? Ich habe das Gefühl, es sind oft halt, Ärztinnen und Ärzte, die sich damit irgendwie aus Interesse beschäftigen damit oder Mhm. befassen.
Es gibt hier schon es gibt hier schon Leute, die das eigentlich ausschließlich machen, vor allem Chirurgen, aber die sind oft auch nur zuständig für eine von den Kompressionen, also die machen dann halt nur Dunbar. Genau. Aber das, ja, vielleicht, das behebt halt ein Mhm. Problem vielleicht und dann habe ich auch schon gehört, wie du ja grad gesagt hast, dann verstärkt man andere Mhm. Probleme eventuell, die Ja. dann da noch Weil da halt das ist so ich meine, es ja. ist doch auch irgendwo logisch. D Im Körper ist nicht eine Sache für sich so. Also, wir haben natürlich ist es wichtig, dass man in der Medizin irgendwie Sachen aufteilt, damit sich Ärzte spezialisieren können. Man kann ja nicht alles können, Ja, klar. klar. Aber grade da merke ich halt, also grad bei den Gefäßkompressionssyndromen, der ganze Körper ist halt ein Körper. Und Ja. das wird da so deutlich, und deswegen ist es so wichtig, dass wir halt Ärzte haben, die über den Tellerrand drüber gucken und die noch neugierig sind und, ja, da 'n Interesse auch irgendwie haben. Und ich weiß, das ist schwierig, weil es ist echt 'n richtig kräftezehrender, ähm, Job, mit viel Stress, mit viel Patienten, mit wenig Zeit, viel Überstunden. Also, ja, aber wir sind also, hier in Deutschland gibt's ja so 'ne Handvoll Ärzten, die sich jetzt damit beschäftigen. Aber da sind halt teilweise, dass dann Kollegen sagen: „Ah, das ist ja so 'n Spinner da, der mit seinen Mhm. komischen Diagnosen, die der da macht oder so", ne? Also, ähm, und Ja. das finde ich so unglaublich schade, dass, da dann so 'ne Ablehnung, auch im Kollegenkreis irgendwie herrscht und, ja. Ja, und ich meine, bei mir ging's jetzt ja echt schnell. Ich hatte das anfängliche Problem, wie gesagt, im Februar und im August Ende August hatte ich die Mhm. OP. Aber auch die Ungewissheit einfach, wenn man damit, lebt und das ging bei mir halt alles relativ schnell auch mit, dass ich einfach nichts mehr essen konnte. Ich konnte wirklich einfach irgendwie so ein Esslöffel, Apfelmus oder so essen, das war's Ja, dann. Und das macht einen ja also, man darf auch die psychische Seite dabei nicht nicht vergessen, was das auch ausmacht, wenn man so lange wartet und einfach nichts hat und alles kommt ja so man kennt das ja auch irgendwie von anderen Sachen, zumindest ich kenne das, dass man dann oft gesagt: „Ja, wir wollen nur dieses eine noch ausschließen, aber das wird's schon nicht sein.“ Und so man erwartet dann ja schon, dass jetzt jemand wieder sagt: „Ne, alles ja. okay.“ Also, Also, ich habe eigentlich ich war immer dann voll also, überrascht. immer wenn es hieß irgendwie, ja, man sieht nix auf den MRT-Bildern oder irgendwie Blutergebnisse waren gut. Ich ich war so zerrissen innerlich, ne, weil ich habe auf der einen Seite denkt man: „Ja, Gott sei Dank", ne? Aber auf der anderen Seite sitzt du da und denkst: „Scheiße, wenn doch jetzt wenigstens was Ja, rauskommen würde, dann würde man was machen eben. können." Also, man hofft Ja, irgendwie wirklich drauf, dass man dann irgendwann 'ne Diagnose bekommt, und wenn's was Schlimmes ist, aber Hauptsache man hat irgendwas und kann ansetzen. Weißt du, man kann irgendwas machen. Also, ja, dieses Dasitzen und auch nichts tun können. Und die meisten von ja, uns probieren ja auch wirklich alles Mögliche dann auch aus Verzweiflung, ne? Und ja. ja. Das finde ich halt fand ich eigentlich mit das Schwerste an der ganzen Ja. Sache. Das finde ich jetzt fand ich dann wieder schwer, als es wieder zurückkam und ich dachte: „Na toll, jetzt hattet ihr doch eigentlich alle 'n tollen Namen dafür und ihr habt was Mhm. dafür getan. Warum kommt das denn jetzt schon wieder zurück?“ Und da Mhm. hatte ich echt bin ich auch in 'n tiefes Loch gefallen, muss ich Das sagen. glaube ich. Und als dann aber wieder jemand gesagt hat: „Nein, wir sehen hier körperliche Ursachen für dein Problem“, dachte ich: „Okay, gut, ich bin jetzt nicht völlig“ weil ich habe zwischendrin wirklich auch und das äh, für mich gedacht, vielleicht spinne ich ein bisschen, vielleicht bilde ich mir das wirklich nur ein, vielleicht habe ich irgendwie bin ich in einem neuen Land, neue Lebenslage, neue Stresssituationen. Aber mein Arzt hat tatsächlich zu mir ich habe das ihm auch mal gesagt, weil ich war irgendwie voll verzweifelt und ich wusste dann irgendwann, dass ich dem auch sehr vertrauen kann, habe ich immer gedacht: „Ich weiß aber nicht, bilde ich mir das ein?“ Hat er gemeint: „Nein.“ Und das war auch dann immer so blöd, weil ich habe mich immer gefreut, wenn ich mich übergeben habe, weil dann wusste ich, ich ich bilde mir das nicht ein, weil das also ich glaube, übergeben ist für mich eine der schlimmsten Sachen, die es so gibt, Ja, vom Kranksein. Und, das war für mich der Moment, wo ich dachte: „Na gut, dann ist ja doch irgendwas.“ Also, aber ich glaube, das ist auch so das, was man dann so eingeimpft kriegt vom ganzen System, dass, so wenn es dann dazu kommt: „Ja, wir finden nichts“, ist vielleicht bilden sie sich das einfach nur ja. ein. Oh, und das ist so schlimm. Also, die Sätze, die du gesagt hast, die kenne ich so gut, weil ich die auch zu mir selber sage und selbst heute noch.
weil ich über all die Jahre ich habe ja 8 Jahre lang gesucht und ich habe so Wow. viel mir anhören müssen, ob von ÄrztInnen, von Arbeitskollegen, Bekannten, Freunden, Familie, ne? Und jedes Mal zu wissen, ich bin gesund und, ich habe nichts und du zweifelst so krass an deiner Intuition. Ich habe wirklich gedacht: Ja. „Bilde ich mir das alles ein? Bin ich wirklich irgendwie hä?“ So, also, das ist ich habe Ja, wenn man sich selbst nicht vertrauen kann, ich finde, das ist ganz, ganz schlimm. Und das war ja, für mich, mit das Allerschönste, als ich eigentlich die Diagnose bekommen habe und das auch noch mal bestätigt bekommen habe, ne, in Leipzig beim, Dr. Schollbach, der ja eigentlich auch Kinderarzt ist, ne? Also, deswegen, ähm, und, ich dachte erst mal: „Mist, es gibt irgendwie nichts, was man machen kann.“ Es gilt als extrem selten. Hier in Deutschland ja, es gab irgendwie, also laut Dr. Schollbach gab's halt nur die, Option, wenn, konservative Sachen nicht helfen, 'ne offene Bauch-OP, wo quasi Mhm. wo man privat zahlen muss, was ich mir gar nicht Oh, leisten wow. konnte. Ja, weil der Arzt halt schon relativ alt ist und daher an der Klinik operiert. Also, Professor Dr. Sandmann ist es. Mhm. Und der macht halt 'ne Bauch-OP, wo er quasi ähm, im Prinzip alles in einem macht. Und zum Beispiel auch, rutschende Nieren, also durch die Bindegewebsschwäche, wenn man sitzt oder steht, ja auch oft dann die Nieren runterrutschen. Die fixiert er auch in der OP. Also, es ist halt 'ne sehr große OP und das hat mich total abgeschreckt irgendwie. Und dann sitzt man da und denkt: „Ja, also entweder du machst aber halt das“ und es gibt viele, die nehmen Kredit dafür auf. Es gibt viele, Ja. die Spendenaufruf machen, oder du probierst es weiterhin mit Yoga. Haha, so, also, Ja, die Option gibt's dann, ne? Und dann denkt man: „Ja, scheiße.“ ja. Ich meine, ich habe auch von vielen Leuten gesehen in den Gruppen, die aus'm Ausland hierher kommen, aber ich muss auch dazu sagen, ich kriege die Rechnungen trotzdem vorgelegt von meiner Krankenversicherung. Ich glaube, die OP war einfach 80.000 $. Mhm, Und es glaube ich. kann ja auch noch schlimmer Ja. kommen. Man kann ja auch länger noch im Krankenhaus bleiben müssen. Man weiß es ja einfach nicht. Ohne die Komplikation wäre es wahrscheinlich auch billiger gewesen. Das klingt irgendwie sehr komisch. Mhm, Aber, ich wie gesagt, ich bin jetzt halt zufällig zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber ich mhm, finde es trotzdem sehr schwierig, nicht zu Hause zu sein. Das muss ich auch dazu sagen. Also, es gibt schon Momente, in denen ich mir wünschen würde, ich könnte einfach nach Hause gehen zu meinem Bruder, zu meiner Mutter, zu meinem Vater, mhm. einfach Also, dir fehlt die so Familie so, natürlich. ne? Dann Ja, auch so ja. dieser Rückhalt. Ja, oder einfach auch ich frage schon gern Leute und Leute helfen mir auch super gerne, aber wenn ich dann irgendwie schon wieder fragen muss: „Könnt ihr mich da abholen, weil ich darf nicht alleine nach Hause, Ja, danach, mhm. nach dieser Untersuchung“, und dann ja, ist schon 'n bisschen schwierig, aber ja, ich weiß auch nicht, was für Optionen es gäbe, dass es übernommen wird hier in den USA. Ich glaube, es gibt keine, oder? Von den Versicherungen in Deutschland. Ne, also, ich meine, mein Mhm. Schwerpunkt ist ja auch nicht, Dunbar. Also, ich habe ganz leichtes Dunbar, was ich aber mit tiefer Atmung, gut beeinflussen kann. Also, ich habe Oh überhaupt ja. keine Probleme mit Essen. Dafür habe ich halt, Nutcracker und My Turner richtig doll. Ja, Und, ja, ich habe damals, gesehen, dass in den USA, da eigentlich so der Goldstandard ist 'ne Nierenautotransplantation. Ähm, und, habe da so dann die, ja, Guru-Ärzte, also die sich wirklich da drauf spezialisiert haben, die das, richtig verfeinert haben, die Operation und wirklich mit, äh, ja, wenigen also wo man wirklich nur kleine Narben dann übrig hat. Und da habe ich ja. mich mal erkundigt wirklich. Das war der, Dr. Sendea heißt der, Mhm, und Dr. Nagache, das sind so die, die man, immer relativ oft hört. Ich glaube in Utah und mhm. New York, ja. Und da habe ich mich erkundigt und die OP, wenn ich, in die USA gereist wäre, hätte mich irgendwie 260.000
Okay, gekostet. krass, ja. Und da bin ich natürlich rücklings, umgefallen, und Ja, dachte: „Wow, krass, da hast du früher so 'n Haus sogar gekriegt, heute auch nicht mehr." Aber das sind ja, einfach enorme Kosten. Und da war ich dann schon verzweifelt und habe gedacht: „Ja, das war's für mich." Also, wer kann sich so was ja, leisten? Das ist halt ja, schwierig, aber trotzdem toll zu sehen, dass in USA, die Ärzte und das Gesundheitssystem, was Gefäßkompressionssyndrome angeht, schon so viel weiter ist, ja, als hier in Deutschland. Und ich habe mir das halt so 'n bisschen zur Aufgabe gemacht, dass ich habe die Schnauze voll, ähm, ja, und ich bin wütend. Jetzt habe ich wenigstens die Kraft, wütend zu sein. Und jetzt will ich, dass sich da was ändert. Jeder Arzt hier in Deutschland, der sagt: „Hä, so was gibt's gar nicht", ja, dann, kriegt der mal irgendwas aus den USA vorgelegt, glaube ich. ja. Es gibt jetzt auch, Ja. tatsächlich 'n sehr neues, Lehrbuch da drüber. Das kam, glaube ich, beim Springer Verlag raus. Ich meine, ich kann damit nichts anfangen, ich bin keine Ärztin. Aber tatsächlich gibt's da jetzt auch Fachliteratur auch vermehrt dazu, so wie ich das beurteilen Echt? kann. Zu welchem Thema jetzt genau? Ich glaube, das war jetzt tatsächlich Dunbar spezifisch. Aber da drin wird auch, also, ich habe mir die Kapitel angeguckt, einfach aus Interesse, der Übersicht, da hat man ja Zugriff Mhm, drauf. Da steht auch, wie das alles zusammenhängt. Also, dass man, nur weil man eine Sache feststellt, nicht die anderen Sachen mhm. gleich, also, komplett ausschließen kann. Vielleicht liegt es ja mal dem Ja, einen oder vielleicht anderen kannst du mir Arzt 'n vor, Link dieses dazu Buch. schicken, das wäre voll Mhm. interessant. Ja, ja, mache ich. Vielleicht kannst du mir 'n Link Kann schicken, ich. das wäre interessant. Das könnte ich dann auch, in dem, in der, oh Gott, sag mal, in der Folgenbeschreibung, reinstellen und dann, jeder, der dann interessiert ist oder der gut Englisch kann, sich das Ja, dann anschauen und gucken, ähm, ob das nicht interessant ist. Weil da sehr fehlt's ja gerne, auch mache ich, ja. total. Mhm. Ja. Also, natürlich jetzt Fachliteratur von Ärztinnen und Ärzten für Ärztinnen und Ärzte, aber vielleicht findet ja der ein oder andere Arzt Ja, hier auch seinen Weg dazu und dann, ja. ja. Noch ganz kurz, was mir jetzt noch so abschließend als Frage einfällt. Du hast ja gesagt, du bist in Selbsthilfegruppen auch drin, ne? Mhm. Wahrscheinlich Facebook oder gibt's noch 'ne andere Plattform? Ne, ich habe das auf Facebook Ja. entdeckt, als das Thema aufkam, und bin dann da auch geblieben Mhm. eigentlich. Aber ich bin auch in der deutschen Gruppe, weil ich mal mich erkundigen wollte, also in der Gruppe für Deutschland, was ich denn für Möglichkeiten hätte in Deutschland, Mhm. als ich mir überlegt habe, zurückzukommen. Aber eigentlich bin ich nur auf Facebook Ja. hier. Ja gut, hier in Deutschland war ja die Frau Dr. Sommerfeld so bisschen Ja, die meisten eigentlich mit Dunbar operiert hat, aber die hat ja jetzt 'ne Privatpraxis, und okay. operiert nicht mehr, leider. Aber es gibt wohl Nachfolger, die operieren. Ähm, bist du nur in der deutschen, Selbsthilfegruppe oder auch in der amerikanischen? Weil mich würde auch voll interessieren, wie viele sind jeweils in der Selbsthilfegruppe? Also, wie viele sind in Deutschland drin und wie viel sind so Mhm. circa ungefähr? Also in Deutschland bin ich, glaube ich, nur in der wir uns gefunden haben, Mhm. In der aber die wo's in, um alles geht so. ja, lass mich mal kurz nachgucken, wenn ich das jetzt schnell finde. Die größte, glaube ich, hat, 11, also 11.200 Mitglieder. Es geht jetzt nur um Dunbar da. Mhm. Muss man sich mal Ja. kann man einfach mal wirken lassen. Ich meine, natürlich sind da auch, es sind ja auch Leute drin, die zum Beispiel keine Diagnose dafür kriegen, und Es sind auch ich weiß welche immer nicht, aus Italien ja, oder Spanien oder irgendwoher. Also, ja, klar, ne? Grad in der englischsprachigen Gruppe sind da natürlich dann auch viel mehr ja, Internationalitäten, aber, ja. trotzdem. Aber vieles sind schon, also die hauptsächlichen Fragen sind: „Wo finde ich hier 'n Arzt, wenn ich in Utah wohne? Wen kann ich dann hier, finden?“ Und das sind, also die meisten Fragen sind schon eher auf, äh, die Mhm. USA beschränkt, ja. Mhm. Ja. Ja. Haben wir irgendwie noch was du gerne noch sagen würdest? Weil sonst sind wir auch schon über 'ner Stunde. Hauptsächlich will ich dir danken für deine tolle Arbeit. Ich hoffe, dass die Situation sich einfach in Deutschland auch bessert, Ja, ähm, danke und dir. dass die Informationen rüberschwappen. Ja, ich finde es ganz Und toll, jetzt mal ja, hier so 'n mit dir so 'n Vergleich, zu haben, wie es in 'nem anderen Land ist. Das finde ich super spannend. ja. Ja, und es
wie gesagt, was ich halt schwierig finde, einfach, dass es doch ein bisschen auf den Zufall ankommt, ob man jemand hat, der sich so dafür interessiert einem so sehr glaubt, dass er einen nicht aufgibt mit Mhm. 'ner Reizdarmdiagnose oder sonstigen Sachen. Mhm. Ja, aber vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt. Ich werde deinen Podcast auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich finde ihn sehr spannend. Ja, danke dir, auch, dass du bereit warst, ja, über deinen Weg zu sprechen, über deine Diagnose. Und ich drücke dir die Daumen für deine OP im Oktober. Halt mich gerne auf dem Laufenden, was dann da rausgekommen ist. Dankeschön, mache ich, ja. Okay, Dir auch alles Gute. tschüss. Tschüss. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest, oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.